Fehler 15. Fehler 15 ist eigentlich kein Fehler von der Heizung, sondern ein Fehler der Umgebung. 15 genauso wie 12 bedeuten Unterspannung bzw. Überspannung. Das heißt, meistens tritt es erst dann auf, wenn die Heizung startet, sprich wenn die Glühkerze angeht und ein bisschen Strom gezogen wird, weil dann der Spannungsabfall entsprechend groß ist. Das heißt, wenn die Heizung da so sitzt und das Bedienelement zeigt eine sehr schöne Spannung an, ja, da steht über 12 Volt, dann geht die Glühkerze an und die bricht extrem ein, warum auch immer. Dann schaltet die Heizung ab, zeigt an, Fehler 15, es ist zu wenig Saft da, ich kann nicht starten. Das kann natürlich x verschiedene Ursachen haben und sie liegen seltenst bei der Heizung. Das heißt, ihr müsst mehrere Sachen kontrollieren. Woher kommt der Strom? Wo habt ihr das angeschlossen? Im Normalfall in der Bedienungsanleitung steht, direkt auf die Batteriepole schrauben. Die erste Antwort ist, Batterie ist doch neu, alles gut. Oder ich messe an der Batterie 12 Volt, kann ja nicht das Problem sein. Das kann trotzdem das Problem sein, denn wenn die Batterie eben nicht zum Beispiel komplett neu oder komplett voll geladen ist, dann hat die eine Ruhespannung, die sehr schön aussieht, aber die Spannung bricht sofort zusammen, wenn eben die Glühkerze angeht. Teilweise ist es auch so, dass man das gar nicht vernünftig messen kann, weil die Spannung nur sehr kurz einbricht und ihr sitzt da mit eurem Multimeter und seht es nicht. Oder noch viel schlimmer, vielleicht ein Batteriecomputer, der sowieso einen zeitlichen Mittelwert anzeigt, damit es nicht ständig flackert. Da seht ihr das nicht. Wenn ihr dann bei uns anruft und sagt, Spannung, alles gut und so weiter und die fällt trotzdem mit 15 aus, kann ich zu 99% sagen, die fällt nicht deshalb aus, weil die Heizung kaputt ist, sondern weil wirklich die Spannung zusammenbricht. Das heißt, guckt euch an, Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie. Die ganzen Sicherungen, einfach mal raus und rein, vielleicht ist die Verbindung nicht gut. Wenn ihr es irgendwo auf eine Zentralelektrik geklemmt habt, ist da wirklich sind die Kabelquerschnitte gut? Ist das alles vernünftig? Ihr müsst dafür sorgen, dass es passt. Ihr könnt auch mal als Test ein Batterieladegerät auf die Batterie klemmen, aber nicht nur das Batterieladegerät, also schon die Batterie mit drin lassen, um das zu stützen. Wenn es dann immer noch zusammenbricht, kann es natürlich immer noch eine murksige Verkabelung sein, aber man kann schon mal ausschließen, dass es die Batterie ist. Also das wäre so ein bisschen die Strategie, um das zu finden. Am Ende ist es meistens der Einbau. Wenn wir das bei uns auf dem Prüfstand laufen lassen und das schön an der Spannungsversorgung ist, geht's zu 99%. Insofern überprüft den Einbau, alle Sicherungen, da kann man mal einen Schusslichkeitsfehler machen und dann wird es zu 99% laufen.